Hallo, liebste Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu Pokémon FireRed in der Team Rocket Edition von mir, dem Hube hier auf HubeTube. Und look at it, schaut es euch unten an, diese Armee an mächtigen Pokémon. Ich kann sie euch auch nochmal, insofern ich denn richtig das Spiel anwähle und hier mal reingehe, zeigen. Schaut euch das Hardcore-Level an. 2 Stunden bei vierfacher Geschwindigkeit, also 8 Ingame-Stunden hat es mich gekostet, diese Armee heranzuzüchten. Wer die letzten Folgen gesehen hat, es ist für mich sehr, sehr nötig gewesen, da ich ja eine Nuzlocke spiele und dementsprechend die Pokémon, wenn sie einmal besiegt sind, tot bleiben. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass ich das Spiel vielleicht gebrickt habe, weil ich kein Flug-Pokémon mehr habe. Aber egal. Wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen mit den jetzt sehr erstarkten Pokémon, wie ihr sehen konntet. Und ich glaube, ich werde den guten King ganz vorne hinstellen. Gegen den Dude, gegen den wir wahrscheinlich kämpfen müssen. I'm off to see a Pokemaniacs Collection at the Cape. Ja, wir auch. Wir wollen Bill ein wenig bestechen, damit er uns im Team Rocketschen Bestreben hilft, Porygons zu züchten. Geodude ist super. Die Level sind einfach so ultra hoch gewesen. Und die letzte Trainerin, gegen die wir gekämpft hatten, hatte auf einmal 2 Level 15 Pokémon, wo unsere Level 8 und Level 11 Pokémon natürlich gar keine Chance hatten. Jetzt aber fühle ich mich stark und mächtig. Und bei Geodude setzen wir auch gerne mal unsere Azalea ein. Ich wusste jetzt nicht, ob er mit einem Kampf-Pokémon anfängt oder nicht. Und deswegen wollte ich mal meinen stärksten Kämpfer oder unseren stärksten Kämpfer, den guten King, nach vorne hin machen. Wir haben natürlich auch mittlerweile andere Möglichkeiten, unsere Pokémon. Es war echt ein Arsch voll Arbeit, wirklich. Es hat Spaß gemacht, weil durch den Emulator kannst du, wie gesagt, vierfache Geschwindigkeit reindübeln. Und dann habe ich nebenbei irgendwelche Videos geguckt. Das ist schon ganz cool. Das hat mich auch sehr an meine Kindheit zurückerinnert. Da war ich ja sehr privilegiert, weil ich 2 Fernseher hatte, damals schon als kleiner Junge. Der eine war klein und schwarz-weiß, aber hey, ich hatte 2 Fernseher. Und da war damals meine Super Nintendo immer mit dran und da habe ich ähnliches Stuff schon gemacht. Also war schon echt cool. So, gegen Matschop können wir tatsächlich unseren Blutzug mal reinhauen. Denn der Boy kann mittlerweile Konfusion. Und mit etwas Glück hat er keinen Volltreffer und zerstört uns und wird durch die Konfusion einmal zerstört. Wie geht's euch so? Ich hoffe echt gut. Matschop. Ist mir egal, Matschop. Ist mir sowas von egal. Und ich muss auch gestehen, ich habe versucht, mal bei anderen zu gucken, so Let's Plays technisch, wie die sich da so schlagen. Ich konnte nicht weiter gucken, als ich selbst schon gespielt habe, weil ich mich einfach nicht spoilern wollte. Also, das Spiel hat mich sehr in seinen Bann gezogen, muss ich sagen. Was natürlich das allerbeste Zeichen ever ist. Bei den Let's Playern konnte ich dann aber sehen, dass es wahrscheinlich gar nicht so ultra lang ist. Wir haben dann streckenweise so 10 Folgen à 45 Minuten gehabt. Na, das ist ja jetzt nicht ultra viel, aber wir werden mal sehen. Vor allen Dingen, heute ist der 27.08., wo ich diese Aufnahme mache. Ganz zeitnah kommt ein weiteres Spiel raus. Das hatte ich schon mal in einer der Guacamole-Folgen gespoilert, das ich auch gerne aufnehmen möchte. Heute mir passt es dann, weil ich vielleicht doch wieder nur ein Projekt auf dem Kanal und nicht 2. Wobei ich da auch Bock zu gehabt hätte, weil dann einen vertikal wie das hier und eins in horizontal wie das andere Projekt. Hat ja auch was. Mir ist aber durchaus bewusst, dass es dann natürlich immer relativ lange dauert, bis neuer Content kommt, den man vielleicht sehen will. Weil das ist mir auch aufgefallen. Viele gucken hier einfach speziell Sachen und andere nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man alles guckt als Zuschauer. Also von dem her... Naja, es wird schon. Aber schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr so am liebsten seht. Was ich vielleicht bringen soll. Ich bin da ja auch offen für vieles. Wir machen ja viele Dinge Spaß. Von dem her, let's go. Flint ist besiegt. Sagt, oh darn, können wir dich eigentlich beklauen? Ja, gut. Wir nehmen einfach mal Zubat, weil wir Paras halt schon haben. So. Oh ja. Der gute Nervi. So habe ich die als junger Mensch auch immer schon genannt, wenn ich sie in der Felshöhle
gefangen habe, weil ja wirklich Millionen gefühlt von den Viechern auf dich lauern. Secret Power, cool. Bin auch gespannt, wie das hier mit Zerschneider und so funktioniert. Also grundsätzlich mit den anderen HM bis auf Fliegen. Wo kriegen wir das her? Und ich habe halt, wie gesagt, weil ich ein bisschen Angst habe, das Spiel gebrickt zu haben, dadurch, dass ich Taubsi halt weggeschickt habe, echt Bock auch mal ein Flug-Pokémon wieder zu klauen. Das wäre ganz großartig. So, Ekans wird weggepackt. King ist zwar das stärkste Pokémon, aber vom Attack-Set her ist es halt nur, muss man sagen. Also, außer wir haben jetzt irgendwie ein Gesteins-Pokémon oder so als Gegner, dann werden die natürlich schonungslos weggekickt. Was ein Schmutz. Was fällt dieser ein? Oh, und es ist jetzt auch so ultra ungewohnt, das in normaler Geschwindigkeit zu spielen, wo ich wirklich 2 Stunden am Stück, und das war erst gestern, in 4-facher Geschwindigkeit, oh Mann, spielen durfte. Ist das schon anders? Ja, Mann ey, gegen Gift-Pokémon ist halt auch gerade echt blöd. Aber ich will jetzt nicht meinen Blutzug eintauschen, nur um dann einen Volltreffer mit irgendeinem Giftangriff zu kassieren. Das ist ja gegen den Boy leider sehr effektiv. Ey, wie oft, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das passiert, aber... Ey, der killt uns gleich weg. So ein Schund. Naja, hinter jedem starken King steht, wie man weiß, eine starke Queen. Und die scratcht den guten Ekans hier jetzt mal in die ewigen Jagdgründe. Sandshrew. Ja, das ist schon gut, wenn wir dann vielleicht einfach mal Piggy einsetzen, der mittlerweile die Aquaknarre beherrscht. Und jetzt auch nicht so schlimm reagiert auf Gesteinsangriffe. Babababam. Aber es ist halt ein Fleckmon, also entsprechend extrem langsam, ne? Da braucht man sich nichts einbilden. So nämlich. Gut, gut. Youngster Chat ist besiegt. Nö. Was würde jetzt sein? Ich bin ein bisschen ein Masochist. Okay. Okay, viele cute Pokémon. Ich hoffe, du hast vielleicht ein cutes Taubsi oder so. Das wäre echt schick. Oh, der Schmutz. Ah nein, ich habe vergessen, dass King ja gerade paralysiert ist. Ah. Aber mit einem Volltreffer-Pack ist das vielleicht gar nicht das Thema. Ja, apropos Volltreffer. Ja, ich weiß. Okay. Wir brauchen jetzt nicht mal mehr einen Volltreffer. Einfach nur, dass das Ding durchgeht. Ey, vor allem 2, ne? Ansonsten 5 bei einem Volltreffer. Es ist so bodenlos. Und mehr als das Doppelte einfach ekelhaftigst. Jetzt hat King ein Level-Up. Wie war das in der Generation eigentlich? Oh, sie hat einen Pidgey. Geil. Einfach nur gut. Aber können wir sie beklauen? Ich vergesse das immer. Ich glaube nicht. Naja, wenn, dann weiß ich auf jeden Fall schon, was wir da klauen werden. Oh, so langsam einfach. Aber solange wir mit so einem Treffer auch treffen, ist ja alles gut. Oh, da tauschen wir natürlich wieder. Und gut sollte eigentlich auch sein Blutzug. Durch die Konfusion. Und der Absorber wird da jetzt nicht unbedingt viel Schaden machen. Wir sind sogar schneller, cool. Da war ich mir nicht ganz sicher. Oh wow, das ist ja Schmutz. Das Problem ist halt einfach, dass das nicht unser Element ist, ne? Und dadurch triggert nicht die Spezialangriff. Wert-Thematik und das ist ein bisschen blöd. Oh, wirklich weak. Der süße Geruch ist auch so ein Quatschangriff. Wir müssen nicht ausweichen, wenn wir dich niederzerstören. Tschüss. Oddisch. Tschüss. Und ein Level-Up für unser Blutzug. Und tschüss, Hailey. Hailey ist jealous. Ah, wir können sie nicht beklauen, natürlich nicht. Da unten sind aber nochmal irgendwelche. Ich
glaube zwar nicht, dass wir gegen die kämpfen werden, aber wir switchen trotzdem mal. Bullet Seed ist so ein unfassbar starker Angriff. Oh, Dan. I think we finally found a secluded area all to ourselves. I'm a little scared, but I think I'm ready. There's no need to worry, love. I will be with you all the way, Mary. I've been waiting for this moment since I first saw you. Running around in the grass with your Jigglypuff all the time ago. Jigglypuff. I knew in my heart that one day I would take you here and make... But for the love of... Is it just impossible to get oneself a few moments privacy in this day and age? My goodness, the nerve. Anyway, where were we, honey? Cameras on. Mach mal was mit ihren Jigglypuffs, Junge. Mach mal. So, Bill. Du Kleinstverbrecher. Hey, guy. Yeah, I'm Bill, alright. What do you want? Oh, Team Rocket, is it? My, it's been a while. Yeah, sorry, but I'm not interested. I've got my research to attend to, right? I'm not Giovanni's little tech boy consultant anymore. Huh? Alright, what's it about? The job. Oh, Porygon, is it? Figures. Hmm? Yeah, of course I know how to make the things. Who will you take me for? Just show me the stuff you gave you to tempt me with already. Er ist schlau. Damn it, Giovanni. Why do you keep treating me like I'm some amateur collector? I mean, a shiny Magikarp, really? Oh, and some rare candies too. Spectacular. And what's this? A ticket to some exclusive party on the SSN liner? Please. I've got all the high-end connections I need, and alcohol only dulls my concentration. Okay, here comes the actual interesting part. As thanks for your cooperation, blah blah blah. We'll offer you a regular salary of such and such. Well, okay, that's respectable. But you do realize I could get that much working at freaking Sylph, right, Giovanni? Jeez. Here's the thing you've got to know about me, Paul. I only care about two things in life. Science and rare Pokémon. That's it. Those two things are the alpha and omega of my life. Money, power, status, politics. These mean nil to me. Do you see that? If I take the job, you tell Giovanni I'll be on the following conditions. First, Team Rocket is to send me a regular sample of the rarest Pokémon you acquire. Be that through breeding, stealing, catching, cloning, or however it is you guys do it. I'd rather I didn't know, to be honest. Second, since I know you guys have spies in Sylphco, I want you to give me any and all intel you can gather on their newest invention. Rumors have been going around the technology news groups for weeks about Sylph being on the brink of a prototype for some innovative new Pokémon capture device. If this is going to be as big as they say, I can hardly afford to miss it. Now I'd go there and investigate the thing myself, but frankly I'd sooner eat a dead mug than work for a big conglomerate like Sylph. Okay. Well, did you get all that? Good, because those are my terms. For the time being at last. I suppose I might just change my mind. Go back and tell all of that to your little superiors, if you'd be so kind. I've got work to do. Er ist ein richtiger Ehrenmann. Und guck mal, da ist noch das Pipi, mit dem er sich kreuzt. Ist das gut. Anything else to report? No? Then leave a genius to his work, please. Oh, das ist so geil, dieses Spiel. Pipi, pipi. These Pokémons appear to be covering in terror. Ja, ich weiß auch warum. Tell you what. What's your name? Hube? You know, I admire your persistence, Hube. I want you to have something. Gibt er uns wahrscheinlich das Ticket? Nee, kann er ja nicht, weil das Ticket kriegt ja rot. There we go. Cellphone? Ach was. I want you to be my Team Rocket contact, Hube. Yes, that is equally a condition of my taking the Porygon job. But one that'll just be between you and me. Do you understand? That's a cellular telephone. Quite a little marvel of technology, I know. I'll be calling you on there once in a while to check in
on you and have to tell me if you rocket guys have done or discovered anything that might interest me lately. Is that alright with you? Splendid. Wir sind jetzt einfach sein Buddy. In fact, come to think of it, there's one particularly rare Pokémon that I have long been on the lookout for. One that I think you guys could help me locate, if you don't mind me asking. Are you at all familiar with the Mewtwo project? No? Oh, I see. Well, I guess Giovanni's not one to reveal his secrets all too easily. I suppose that's reasonable. Never mind then. Ist das gut? Anything else to report? No? Okay. Alles klar, das heißt, jetzt können wir zurückgehen zu... Ja, du kommst hier nicht vorbei, ne? Wegen dem Drecksackpaar. Kann man die irgendwie verscheuchten? Ah, können wir nicht. Das heißt, hier wird jetzt gleich irgendwas passieren. Ich bin mir relativ sicher. Wahrscheinlich werden wir wieder Dings treffen auf der Brücke und er wird uns zerstören. Das wäre ja das. Ja. Geil. Oh my, what's this? More rockets? I thought I got all you back at Mount Moon. Oh well, I suppose beating a couple of more of you guys couldn't hurt. If that's what it takes, am I right? I say, after knocking out all the other wimps on this bridge, I could use a challenge. Bring it on, Mr. Rocket. Wie schön. Das ist so gut. Stimmt, macht ja auch chronologisch Sinn. Weil er geht ja jetzt zu Bill und er geht dann später von Bill zurück, um dann unten Ash zu treffen. Sehr, sehr geil. Oh, aber er ist sogar einer, den wir scheinbar besiegen müssen, sollen, dürfen, whatever. Es ist jetzt aber vom Element her nicht so gut. Alles klar. Das wird den Dings pushen. Den Red. Es ist so schön durchdacht, ne? Ich feiere das gerade extrem. Ja. Das Blöde ist, dass wir jetzt sehr viel missen werden. Weil Rock Throw sowieso schon keine allzu hohe Trefferquote hat. Ich glaube, das ist so ein Ding, weil wir halt Stein sind und Boden und so. Gut. Jetzt können wir eh tauschen. Wartortle. Geil. Sehr, sehr, sehr gut durchdacht. Um hier einfach nochmal zu unterstreichen, wie viel stärker Red ist als Blue. Und ich bin mir sehr sicher, dass Blue hier der finale Gegner sein wird. Wir werden ja nicht die Pokémon-Liga attenden, aber ich stelle mir irgendwie sowas vor wie, er macht die Pokémon-Liga zu Ende, ist der Champion und dann stehen wir irgendwo und dann kommt es zum Showdown. Leider nur 2 Treffer, ist ja doof. Voll geil. Aber guck mal, wenn ich hier nicht gelevelt hätte, ne, mit Level 16 und so, wir hätten richtig Stress gehabt. Gut, ist natürlich viel, so wie ich es jetzt gemacht habe, ne, das richtige Element auszusuchen und so, trotzdem. Wir waren Level 8 und Level 11 und so, da kommst du halt sonst nicht klar gegen. Abra. Ja. Wen können wir denn da einsetzen? Oh, nee, wir belassen es mal. Ich hätte ja auch gerne mal einen Ultrigaria demnächst, wobei ich halt echt nicht weiß, wann der sich hier entwickelt. Ja. Teleportier dich mal weg. Das war auch immer doof, wenn ich die getroffen habe im hohen Gras und so. Die sich halt immer weg teleportiert. Das ist irgendwie quatschig gewesen. Einen sehr, sehr hohen Init-Wert. Retader. Ja. Er ist schon sehr bei den Pokémon geblieben, die er so hat. Gut. Ziemlich einfacher Kampf. Alright, alright. Take it easy. You won, okay. Wir können ihn ja leider nicht beklauen, sonst wüsste ich ganz genau, wen ich nehmen würde. You know what? This is not even fair. Why, though? Do I just not have the right Pokémon? No, that can't be. I just have to train harder. I need to get better, stronger. Darn it. Still not good enough. Vor allem wie traurig. Er wird ja von
von Ash auch gleich nochmal weggenascht da. Oh Mann. Du entwickelst auch einen ganz anderen Blick auf ihn. Hey Hube, I was just looking for you. Dude, that was the most badass burglary I've ever seen. No question. Well, you know, it was the only burglary I've ever seen so far, but you get the idea. Rad. We just kind of dug our way in there and swoop. No more TM for you, old man. Oh lord, you should have been there, Hube. So anyway, what have you been up to? Huh, what? You maybe fought the spiky-haired kid from Mount Moon just now? Dude, what have you been smoking? No really? Well then go figure. See, I told you, the kid was probably nothing but a wimpy twerp, didn't I? Well, good thing we got that settled, eh? I only wish I could have been there to whoop his ass too, though, you know? Die Frage ist, ob wir gegen ihn irgendwann nochmal kämpfen werden. Anyway, enough chit-chat. We probably want to head back to the hideout now. The others should be back there by now. I just stuck around back to see if you'd finished with your other mission yet. Well, we've sure done ourselves a good, dishonest day's work, haven't we, Hube? Archer will have reason to be proud. Let's get going. Oh. Bullerei. Holy mother of Mew. Run, Hube, run! Richtig gut. Verfolgen uns gar nicht, aber okay. Phew, what a gelatinous bloody... The cops, how did they find us? Jeez, Hube, what is going on? How could this happen? I swear I did everything right. Do you think they saw us? Nah, we got away in time, didn't we? Oh man, we have to get back to the hideout right now, Hube. No time for messing about. Ich glaube, wir sollten about messen. Nein, wir gehen mal weiter. Ich bin sehr interested, was jetzt so passiert, wann wir unsere Promotion kriegen. Was hier offenbar das Äquivalent ist zu Orden. Ich bin heiß. You guys, you're not gonna believe this. The cops are in town. They are up by the old TM collector's house. I swear we only barely got away before they had us in cuffs just now. No kidding, man. What do you think we're all so worked up over? Jeez, what are we going to do? Do you think they're onto us? But they couldn't have seen us. We were real stealth-like. They've got no reason to think it was us and not some other old burglar, have they? Come on. You can't know if at least one of us didn't slip up and get spotted at some point. I mean, I'm sure it doesn't take a genius of a bystander to spot a crew of rockets running around and a house being robbed and somehow connect the two, does it? That's enough. Please be quiet all. There should be no reason for alarm. The police have arrived at the scene a lot quicker than they usually do, granted, but there's no reason for them to suspect us in particular just yet. And even if they did, well, we've got enough influence in the Kanto Police Department to ensure the repercussions for us will be minimal. So gut. No, this is a far too low impact episode for them to take any definite action. Unless, of course... Hey guys, check this out, it's on the TV. Get over here, quick. Schmutz. Sehr schmutziger Schmutz. I need to see. Hey dude, I can't see. How about you find some other place to watch that isn't right in front of my face? Okay, jetzt sehe ich hier gar nichts. And now in alarming crime-related news. A renowned collector of technical machines was earlier today a victim of a vicious robbery while away from his cerulean city home. Police arrived at the scene shortly after the incident, but were unable to catch the perpetrators before they made their escape. Our own Northern Kanto reporter, Ford Regular, reports from the scene. Nur Ford. I don't even know what happened. I was just up on my regular hike up on Mount Moon and I came back down. All my hard-earned TMs were gone. And here I'd gone and planned all year to teach this here TM dig to some little sandshrew or monkey or what have you, and now it's all gone.
And then they dug this giant hole right through my wall. I mean, these crooks are digging their own way into no good, I say. Truly an unevering tale from this poor homeowner. Now we understand that your daughter here was out playing in the vicinity when the incident took place, and that she in fact was witness to some of the actions of the criminals responsible. Now, miss, would you mind explaining to us exactly what you saw? Well, you know, I don't know exactly if it was the same people, but there was this creepy guy who tried to rob me earlier. Truly shocking. Yeah, he was a real funny looking guy. He had green hair and these weird black pajamas. He had me fight him in a Pokémon battle, and after he won, he tried to steal my Pokémon. I wouldn't let him have him, though, so then he just stole me something about me being too old and then ran off. So good. I don't know where he went to exactly, but I think I saw him with some other guys wearing the same funky outfit after. It was really weird. Toll, Ronny, toll. Now, Mr. Officer, I'm led to understand that, with the aid of this young lady's description, the Kanto Police Department has gotten rather a good idea of who might be behind this crime? That's correct. The variation in footprints as well as the speed with which the operation was carried out make me clear that the burglar was carried out by a larger group working together. Furthermore, the uniforms described by the witness leave little doubt in our investigators' minds. Team Rocket must be behind this most heinous crime. You heard it here first, viewers. The Kanto Police Department believes, in other words, that this burglary was an act of organized crime by the notorious anti-government organization Team Rocket. Positively nerve-wracking to think that these wretched criminals are currently on the loose, roaming the streets. Viewers advised to guard their homes and their Pokémon. Danke, Ronny. In light of this and other reported crimes by this criminal organization, we reached out to Champion Lance for comment. Oh shit. It has come to my attention that the Kanto region has recently been the victim of several acts of organized crime at the hands of this Team Rocket. I'm also led to believe that this organization has perpetrated a number of lesser crimes, primarily around the Celadon area, but that the local police force has had a tendency to turn a blind eye on these misdemeanors. With this burglary, as well as with recent reports of similar mischievous behavior on Mount Moon and the Pokémon Tower in Lavender, the Rockets have proven themselves to pose a genuine threat to regional security. All of this, of course, completely unacceptable. I have therefore decided to initiate a new program to combat organized crime. We will bring the Rockets to justice. We are stationing federal police agents in every major city across the region. These specially trained, morally imperious forces will actively combat larger criminal operations and will provide victims of crimes with a safe avenue in which to report the perpetrators. Das Englisch ist auch schon sehr hochtrabend. Furthermore, as of today, each and every identified member of Team Rocket is a wanted criminal. For every Pokémon reported stolen by each member, the bounty on his or her head will increase. These public bounties should help raise awareness among the citizens of Kanto about the region's most notorious criminals. In addition to informing authorities of their whereabouts, citizens are advised to stay away from and especially to avoid assisting in any way these individuals. Businesses such as Pokémarts are also encouraged to deny service to wanted criminals in order to prevent undue damage to their reputation. Of course, we want equally to encourage criminals who choose to renounce their past evil doings and become law-abiding citizens again. That is why any Rocket who chooses to hand back a stolen Pokémon to a local police officer will have the bounty on his head reduced in proportion to the strength of the returned Pokémon. Additionally, police officers will hand out rewards to former criminals who have kept a record of good behavior over longer periods. Ist das jetzt so ein Dingssystem hier? So ein Spielmechaniksystem?
With these measures, we move confidentially in the direction of a crime-free Kanto. Now, lowly thugs should ever be allowed to threaten the security or the well-being of this proud region. Boah. Jetzt aber auch gut. That is all. Danke. Ich muss mir gleich was zu trinken holen, da kriegst du ja... The regional police force is reportedly working around the clock to implement Lance's new anti-crime program. We will bring you more news on this progress as it arrives. Zunge. Archer ist ein bisschen... Oh no, they're onto us. I knew these cops meant trouble. Now what are we going to do? Vielleicht solltet ihr eure Pyjamas mal ausziehen. Man, I don't want to go to jail. Ronnie, you worthless piece of crap. Now we've got the police and the government on our heels, all because you couldn't keep yourself from robbing every little girl you came across. Yeah, you punk. Why couldn't you just stick to the mission, like the rest of us, huh? You always had to be the hot-headed, did you? But guys, give me a break. How was I supposed to know that Brett was the collector guy's daughter? I mean, I was just doing exactly what all of you do. Matter of fact, I bet you stinking asses would have done exactly what I did if you'd have had half the chance, you dumb little... That's enough, Grunt. Be quiet. Lance, that son of a grandpa. Pretending like he hasn't known about our operation for ages already. Ridiculous. Auch gehört dazu, so gut. Grunts. The day Lance gives a retarded's ass about Kanto's safety will be the day I die. But he has clearly decided that now is a good time to seem like a do-gooder for the press. What exactly this means for us, I'm going to have to discuss with Boss. The bloody pulp to which you and your family will be beaten, should you ever reveal any confidential information to the police, should not be news to you anyway. Besides that, I don't really care whether any of you get the police on your tail or not. You rob or refrain from robbing as you see fit, and then you personally suffer whatever consequences come from that. I might also add that, however morally impervious Lance thinks the special cops are, I've yet to meet a Kanto policeman who's totally immune to bribery. Anyhow, the bottom line is, keep doing as you've been told, Grunts. You still get to be Pokémon gangsters. Just don't be stupid about it, alright? Alright. Well, I won't pretend like my capacity for giving praise to anyone at all was not a little hampered just now, but I'll try my best. Great work on your mission, Hube. You've saved our Porygon supply, and you've done it even without having to expend more resources than we can afford. I'm going to personally commend you to BOSSFIGHT. Job well done. Geil. So, it is in good conscience that I trust you with another high-stakes missions. I get right down to it. Oh, Alter, ich bin jetzt seit 15 Minuten oder so nur am Sabbeln. Das ist ja krank. We are involved in a smuggling deal with a certain gym leader down in Vermilion City. Yes, that's right. Given his rather public status as a Kanto veteran from the war, it should come as no surprise that Surge happens to be a Rocket sympathizer. Anyway, the good Lieutenant has managed to get a number of rare Yoto Pokémon smuggled into the SS N-liner that's just about to dock at the Vermilion Harbor. He'll be handing them over to us in exchange for some goods that our scientists have synthesized in the lab, are here in another room. Go pick them up and then head south of here through Saffron to get to Vermilion City. The Rockets admin we've stationed there is a bit of a downer, but you should probably meet up with him just to lend yourself a bit more credibility when dealing with Surge. Did you get all of that? That's a good lad. Pick up those drugs from our scientists. Drugs. And off to Vermilion with you. Alles klar. Liebe Leute, danke fürs Zusehen. Ich muss was trinken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.